Sobald Sie auf Ihrer MindBuddy-Seite angemeldet sind, klicken Sie auf den Reiter Kursplan, um darauf zuzugreifen. Stellen Sie sicher, dass nach dem Datum, an dem Sie den Kurs beenden möchten, keine Kunden angemeldet sind. Falls Kunden angemeldet sind, müssen Sie Frühabsagen vornehmen, um sie von der Kursplanänderung zu benachrichtigen. Nehmen wir an, ich möchte das Enddatum für den Open Gym Kurs am Dienstag um 14:30 Uhr auf den 31. Januar verschieben. Um die Anmeldungen von Kunden nach diesem Datum zu entfernen, gehen Sie zum nächsten Vorkommnis des Kurses. Klicken Sie dann auf den Link Anmeldung. Klicken Sie links neben dem im Kurs angemeldeten Kunden auf das rote Kreuz und dann auf OK. Sobald der Kurs, den Sie beenden möchten, keine Kundenanmeldungen mehr hat, kehren Sie zu Ihrem Kursplan zurück, indem Sie auf den Reiter Kursplan klicken. Dann klicken Sie auf den Namen des Kurses, dessen Enddatum Sie ändern möchten. Falls Sie nicht auf den Namen des Kurses klicken können, bedeutet dies, dass Ihnen die Mitarbeiterberechtigung Kurs-Workshop-Pläne verwalten fehlt. Sie müssen einen Manager oder den Eigentümer der Website bitten, diese Mitarbeiterberechtigung für Sie zu aktivieren. Wenn dem Kurs ein Raum zugewiesen ist, können Sie ihn als nächstes entfernen, indem Sie auf Alle Raumzuweisungen entfernen klicken. Wenn zukünftige Kursstornierungen geplant sind, klicken Sie auf Kursstornierungen löschen. Sie fragen sich vielleicht, warum Sie das Datum nicht einfach direkt ändern, da es nicht mehr ausgegraut ist. Denken Sie daran, dass Sie den Kurs zum 31. Januar 2023 beenden möchten. Wenn Sie unten auf der Seite nachsehen, können Sie erkennen, dass bis zum 21. Februar Kursstornierungen eingetragen sind. Was bedeutet, dass das System mich kein Datum vor dem 21. Februar auswählen lässt. Klicken Sie auf Kursstornierungen löschen. Oben auf dem Bildschirm erscheint ein Pop-up-Fenster mit der Meldung: Sind Sie sicher, dass Sie alle zukünftigen Stornierungen dieses Kurses löschen möchten? Klicken Sie auf OK. Wenn zukünftige Kursplanänderungen geplant sind, wie zum Beispiel ein vorübergehender Trainerwechsel, den Sie hier unten sehen können, müssen Sie ihn löschen. Auch hier ist das Enddatum des Kursplans nicht ausgegraut. Da das Datum des Trainerwechsels jedoch der 14. Februar ist, lässt mich das System kein Enddatum vor dem 14. Februar auswählen. Deshalb ist es wichtig, diesen vorübergehenden Trainerwechsel zuerst zu löschen. Klicken Sie dazu unten rechts auf Kursänderung. Klicken Sie dann neben dem Trainerwechsel auf Löschen. Oben auf dem Bildschirm erscheint ein Pop-up-Fenster mit der Meldung All existing reservations for this substitution will be updated to the original class instructor. Click OK to proceed. Klicken Sie auf OK. Kehren Sie abschließend zum Bildschirm Kursplan Workshop bearbeiten zurück, indem Sie unten links auf Zurück klicken. Sie können jetzt das Enddatum des Kursplans ändern, indem Sie auf den Kalender klicken und das gewünschte Datum auswählen. Warten Sie, bis die Seite aktualisiert wurde und klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Klicken Sie erneut auf den Reiter Kursplan.
Sie können sehen, dass der Kurs nach dem 31. Januar verschwunden ist. Jetzt wissen Sie, wie Sie das Enddatum eines Kurses ändern können.